Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein bisschen abseits der Updates, obwohl es ein halbes Update mit wird. Und zwar geht es darum, dass wir heute mal schauen, ob wir eine andere Art von Bäumen hier in einigem ansehbaren Art und Weise hinbekommen. Ich habe eine andere Methode gefunden bei Instagram. Besser gesagt, jemand von euch hat mich darauf hingewiesen und wie immer kann ich leider auch nicht sagen, wer es war. Aber vielen Dank auf jeden Fall dafür. Derjenige wird es sicherlich wissen. Ich werde mich später auch nochmal bedanken. Und zwar geht es darum, dass man grundsätzlich diese Elemente benutzt. Die habe ich ja zum Beispiel auch in Grau benutzt für die Geländer im Bahnhof. Jetzt habe ich sie hier in Reddish Brown. Und das wird die Grundlage sein für diese Art von Baum. Und zwar werden wir die gleich jetzt hier reinmachen. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig. Grundsätzlich müsste es so sein, dass man in ein Loch von eben einem Stud-Größe 5 von denen in so einer Art Hexagonform, auch wenn es das gar nicht ist, reinbekommt, also ungefähr so zusammengedrückt. Und dann werden daran diese Leaf-Elemente angebracht, um das Ganze ein bisschen in Form zu bringen. Und dann kann man noch ein paar von, ja, die jetzt eher nicht, aber ein paar von denen hier zum Beispiel ansetzen als Äste. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen was ausprobieren und dann schauen wir uns gleich mal an, wie so eine Grundform aussehen könnte. So, jetzt sehen wir hier schon mal ganz grundsätzlich, wohin die Idee führen wird. Diese Stäbe sind ja relativ flexibel, wodurch wir hier so ein bisschen mehrere Stämme nach oben bekommen in sehr flexibler Form. Mithilfe dieser Elemente können wir dann oben in einer gewissen Form fixieren und auch noch weitere anbringen, um einfach dann Platz zu schaffen, wo wir dann unsere Blätter anbringen. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Geschichte. Und ich glaube, es macht auch mal ein bisschen was anderes her in der Stadt. Wir werden das wahrscheinlich dann vorne in der Nähe von der Klippe dann mal aufstellen. Aber ich mache jetzt einfach hier mal weiter. Und wir schauen mal, ob das wirklich ein hübscher Baum werden könnte mit dieser Technik. Und das ist der aktuelle Stand des Baumes. Wie ihr seht, habe ich das System ein bisschen adaptiert. Und zwar habe ich jetzt einfach hier oben nochmal eine von diesen längeren Stangen reingesteckt. Ist ja nur gut Platz zum Reinstecken. Dadurch wird der Baum jetzt nochmal ein bisschen nach oben gestreckt. Und ich kann hier nochmal ein bisschen mehr Grünzeug anbringen. Aber grundsätzlich finde ich, dass es sich ganz gut entwickelt. Also es ist mal jetzt eine ganz andere Form und sieht eigentlich ganz gut aus, bin ich der Meinung. Ich werde noch ein bisschen weiterbauen, hoffe, dass es dabei bleibt. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Mal schauen, wie es später in der Stadt aussieht. Ja, wie gesagt, ich mache weiter und wir schauen dann einfach mal. Und so sieht jetzt mein fertiger Testbaum aus. Ich finde ihn eigentlich ganz nett geworden. Er hat halt mal ein bisschen eine andere Form als die üblichen Bäume. Ist auch ein bisschen höher, ist erstaunlicherweise, wackelt zwar, aber er ist an sich relativ stabil durch eben diese Technik, dass die ganzen Dinger darauf drauf geschoben sind und nicht drauf gebaut sind. Das heißt, die können gar nicht runterfallen. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit den Blättern, dass man da jetzt nicht irgendwie zu viel Druck ausübt, sonst können ein paar weitere Blätter abfallen. Aber das Ganze kommt jetzt wahrscheinlich irgendwo jetzt mal testweise hier in die Stadt. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht einfach hier vorne mit auf das Modul bauen. Ihr seht es ja gar nicht. Hier vorne vielleicht, glaube ich, könnte er ganz gut aussehen. Ich werde es gleich mal testen und dann schauen wir im nächsten Cut, wie es aussieht. Ihr seht, der Baum hat ein Zuhause gefunden und ich muss sagen, er sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus an der Stelle. Ich habe extra mal geschaut, wie ich ihn am besten drehe. Aber da ändert gleich mal hier wieder auf den Felsen einiges meiner Meinung nach. Vor allem, es wurde ja auch gesagt, dass die Bäume, die hier vorne an den Felsen hängen, wären vielleicht zu niedrig. Der ist jetzt deutlich höher und schmaler, macht, glaube ich, auch mal einen riesen Unterschied aus. Und mit der Technik können wir ja auch noch deutlich größere Bäume bauen. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt noch einen baue, einfach mal mit der gleichen Technik und vielleicht auch noch mal hier oben hinsetze, einfach um hier mal noch ein bisschen Grün reinzukriegen und euch zu zeigen, was sich da so machen lässt mit der Technik und ob wir damit noch mehr machen wollen oder einfach damit ihr seht, wie ihr sowas selber bauen könnt, weil es sind zwar einige Steine drin, also sind sicherlich mal wieder ein paar hundert Blätter drin, aber von der Steinevielfalt und vom Aufwand ist es eigentlich gar nicht so viel. Aber ich muss sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Macht sich eigentlich ganz gut hier in der ganzen Welt, würde ich sagen. Und sollte man vielleicht nochmal ausprobieren. Ihr seht jetzt hier unten ist den Fuß, habe ich einfach übernommen, wie er ist. Den werde ich dann hier noch ein bisschen demnächst mit den Felsen einbauen, verkleiden, ein bisschen grün außenrum machen. Aber es sieht gut aus, meiner Meinung nach. Was denkt ihr? So, ich habe jetzt mit der gleichen Technik noch einen zweiten Baum gebaut. Wie ihr sehen könnt, sehen die sich jetzt gar nicht mal so ähnlich. Der ist ja eher hier so ein bisschen zur Seite gebogen. Der ist relativ gerade gewachsen. Und man kann sehr, sehr leicht sehr unterschiedliche Ziele erreichen mit der Technik.
Also ich finde den ganz gut. Ich werde jetzt den hier gleich auch noch, glaube ich, auch noch mal hier irgendwo platzieren, einfach damit wir mal schauen können, wie das Ganze hier vorne aussieht, wenn da mal 1, 2 Bäume noch stehen. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an. Ich habe den Baum jetzt erstmal testweise hier mit daneben gestellt. Ich wollte ihn erst weiter rechts setzen, da kommen 2 Dinge zusammen. Erstens wird der Fels hier noch runtergehen, deshalb weiß ich auch noch nicht genau, ob da der Baum hinkommt. Zum anderen möchte ich diese Sichtachse, die ich hier geplant habe, nicht komplett verbauen mit Bäumen. Und zum anderen finde ich auch noch, dass es eigentlich ganz nett aussieht, wenn die beiden Bäume hier so ein bisschen zusammenstehen. Und ja, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, meiner Meinung nach. Ich denke, dass wir gleich noch ein paar Bäume bauen werden, wenn wir jetzt hier demnächst mal die Lücke schließen. Da kommt ja hier noch der Spielplatz hin, hier der Weg, der ja auch unter anderem darüber zum Stadttor gehen muss. Und da eben noch Fels und Spielplatz wird noch eine getrennte Geschichte, weil es vielleicht doch ein bisschen eng wird. Aber das schaffen wir, denke ich, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Baumtechnik gefällt mir, die werde ich sicherlich noch an ein paar Stellen einsetzen, einfach um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Baumtechnik haltet. Ansonsten will ich jetzt noch eine andere Kleinigkeit machen, und zwar haben wir ja schon lange geplant, hier an der Brücke soll ja schon seit Ewigkeiten eigentlich unser Spider-Man hinkommen, der ja hier noch auf dem Bahnhof sitzt. Und zwar soll der mit einem Spinnfaden sozusagen, mit einem Spinnfadenseil hier unten irgendwie in Schwingung gebracht werden. Und ich habe ja letztens noch meinen Venom hier gekauft und den werde ich jetzt auch noch auspacken, zusammenbauen. Und ich habe überlegt, ob ich den nicht vielleicht hier auf das Schiff oben drauf setze und das Spider-Man dann so im Flug hinterher ist. Das könnte eine ganz nette Szene werden. Werde ich mal ausprobieren, ob das ganz gut aussieht. Und ich sehe, dass hier was vom Schiff abgefallen ist. Das muss ich auch noch gleich reparieren. Es war ein bisschen Fummelarbeit, muss ich sagen, aber jetzt sieht es meiner Meinung nach ganz gut aus. Wir haben jetzt hier Venom, oder Venom, wie ihr ihn nennen wollt. Eigentlich ist Venom eher eine richtige Aussprache. Hier hinten auf dem kleinen Fischerboden, ich habe es jetzt mal so gemacht, dass die beiden ja in die falsche Richtung schauen, die es gar nicht mitbekommen haben. Aber der Fischer hier vorne sieht das durch die Scheibe und ist erschrocken. Also ich finde, das ist eine ganz nette Sache so. Er sitzt also jetzt hier hinten drauf mit seinen ganzen Tentakeln und da hinten seht ihr schon, da hinten ist Spider-Man. Der hat seinen Spinnfaden hier an der Brücke hängen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie kann der so super dynamisch da in der Luft hängen? Und zwar hängen hier 2 sehr, sehr dünne Fäden. Einen seht ihr hier. Hier vorne ist an der Hand festgemacht und einer ist hier hinten. Der geht hier runter und ist hier unten festgemacht. Aber aus der Entfernung sieht man es überhaupt nicht und mir gefällt es auf jeden Fall. Und ich glaube, damit ist hier auf jeden Fall nochmal eine ganz nette Geschichte. Hier ist gerade das hier abgebrochen. So. Hier in die Stadt gekommen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hübsch oder sehr nett, wie auch immer. Mir gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, es war ja lange angekündigt, dass Spider-Man hier hinkommen soll, aber zusammen jetzt hier mit einem seiner Erzfeinde ist es noch gleich viel besser geworden, finde ich. Dann würde ich sagen, zusammen mit den Bäumen, die wir heute gebaut haben, schreibt auch dazu gerne Kommentare. Ist jetzt auch hier mit Spider-Man endlich mal wieder eine kleine Geschichte hier in die Stadt gekommen. Und wir sagen, das reicht dann für heute. Nächstes Video ist dann wahrscheinlich wieder ein Update-Video. Ich sage es wieder öfters, aber danach gibt es auch wieder keins. Aber diesmal bin ich mir relativ sicher, dass es ein Update-Video geben wird. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Vielen Dank für eure Treue. Ich bin gespannt, wie es weitergeht hier in der Brickworld. Viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann bleibt gesund natürlich und tschüss.